Lieber Zwilling, herzlich willkommen zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein August gestalten möchte, was er für dich bereithält. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend? Worauf ist zu achten? Was ist zu beachten? Eventuell aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen. Zu diesem Video, wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet zu mehr Details, intensiveren Botschaften. Der Zwilling bitte. Endlich an der Macht. Falsche Überzeugungen. Sie sagen, sobald die falschen Überzeugungen aufgedeckt sind, die du von dir selbst hast, von dir selbst glaubst, dann kannst du dich von diesen lösen. Denn es ist eine Selbstbeschränkung, die du dir selbst auferlegt hast. Hat das mit dem Gedanken der oder an die Macht zu tun? 3 Themenkarten für dich. Wow. Etwas ganz Großes darf im August in deine Welt hineingeboren werden, aus dir heraus geboren werden. Ein Pakt wird geschlossen. Du darfst ganz tief in dir drin etwas bergen, etwas hervorheben. Es ist ein Schatz, es ist etwas, was dich schon immer begleitet hat, unbewusst, doch was dich nun bewusst weiterhin bis an dein Lebensende aktiv begleiten wird und soll. Schauen wir uns deine Hauptthemenkarte an. Unter welchem Stern steht dein August? Dein Themenstern. Nichts bleibt mehr so, wie es ist. Die plötzliche Veränderung durch was? Durch die uneingeschränkt klare Sicht auf dich selbst. Ja, vielleicht hat das mit diesen falschen Überzeugungen, falschen Glaubensmustern über dich selbst zu tun. Ich denke, es ist an der Zeit, dass du etwas ganz Bestimmtes erkennst. Und damit du es erkennst, wird es hardcore-mäßig ganz geballt auf dich zukommen. Vielleicht wirst du dich fragen, was ist verkehrt an mir? Bin ich normal? Nichts ist verkehrt, selbstverständlich bist du normal. Doch wie du damit umgegangen bist bisher, ist nicht gut für dich. Beginnen wir mit dem Tarot. Deine rechte Hand, deine rechte Schulter werden hierfür im August sehr, sehr ausschlaggebend werden. Ebenso eine Eule, ein Falke, ein Bussard, irgendein Raubtier.
Knochenarbeit höre ich. Dies kann jetzt natürlich sein, du leistest eine knochenharte Arbeit, doch ich glaube, du wirst mit Knochen arbeiten. Kann selbstverständlich in der Anatomie sein als Arzt, kann aber auch im Spirituellen sein, im Knochenorakel. Auch das gibt es. Beginnen wir. Es kommt eine Einladung, es kommt ein Flirt, es kommt ein Treffen. Es kommt die plötzliche Erkenntnis, dass du in dem, was du machst, in dem, wofür du dich interessierst, Gleichgesinnte suchtest, brauchst, möchtest. Vielleicht hast du schon sehr lange nach den richtigen Partnern für dein Projekt gesucht, für die richtigen Investoren, für die richtigen Räume. Jetzt ist es soweit. Du darfst finden. Dieses Finden hat keinen Preis. Es ist einfach plötzlich da. Doch es kann gut möglich sein, dass es dich sehr überfordert. Im positiven Sinne. Das Einzige, was dir im Wege steht, sind, wie gesagt, deine falschen Überzeugungen über dich selbst. Dein Selbstbild muss etwas zurechtgerückt werden. Ein Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau, möchten dir etwas übergeben, sei es einen Impuls, sei es ein Geschenk, die Einladung vielleicht. Who knows? Wisse, es kommt eine sehr wunderbare Zeit der Zugehörigkeit auf dich zu. Es kommt eine sehr leichte Zeit auf dich zu und manch ein Zwilling darf erfahren, Elternteil zu werden, sei es die Zwillingdamen, dass sie schwanger sind, beziehungsweise die Herren unter den Zwillingen, dass sie Vater werden. Herzlichen Glückwunsch hierzu. Es gibt ein Wiedersehen mit der Familie oder einem Teil der Familie oder jemand, der für dich wie Familie ist. Es gibt ein Wiedersehen, das 3 bis 10 Tage dauert. Es ist in der 2. Augustwoche, in der 2. Hälfte des Augustes. Es ist sehr intensiv, sehr intim, sehr familiär. Es ist ein sehr, sehr schönes, wunderbares Erlebnis. Sofern du, lieber Zwilling, die Reise antrittst, sofern du bereit bist, auf dieses Treffen einzugehen. Denn manch einer von euch wird im letzten Moment, 3 Stunden, 3 Tage vorher, etwas Besseres zu tun haben. Was ist dir wichtiger, lieber Zwilling? Worum geht es? Denke immer daran, das Hauptthema hier im August ist im Endeffekt die Unwahrheiten, die du dir über dich selbst erzählst, Schachmatt zu setzen. Dies geht nur, wenn du einen anderen Blickwinkel bekommst. Manche Zwillinge fühlen sich schon seit ewig als schwarze Schafe der Familie, als schwarze Schafe des Kollektivs. Warum?
weil du nicht der Norm entsprichst? Ist es deswegen, dass du von dir denkst, du bist nicht richtig, du bist nicht normal? Was ist schon normal? Nicht? Vielleicht wird dir immer vorgeworfen, dass du alles kaputt machst, dass du zu anstrengend bist. Doch vielleicht bist du in der Tat jedoch ein Wahrheitsüberbringer, weil du den klaren Blick auf gewisse Dinge hast. Viele der Zwillinge werden so weitermachen wie bisher. Denn viele Zwillinge sind noch in dieser Grauzone der Unbewusstheit. Doch für die paar wenigen Zwillinge, auf die es jetzt im August wirklich drauf ankommt, diesen Schleier der Unwahrheiten endlich runterzureißen und zu sich zu stehen, die werden ganz klar erkennen, dass sie gewisse Dinge nicht mehr mitmachen möchten. Eben wie ich gehe ganz brav zu einem Familientreffen, obwohl es mich nicht interessiert, obwohl meine Familie nicht gut zu mir ist, obwohl meine Familie mich nicht akzeptiert, doch ich gehe trotzdem hin mit einem Lächeln auf den Lippen und ja, bin einfach mal das nette kleine Mädchen oder der nette kleine Bub, der dann doch wieder parat steht. Ja, lieber Zwilling, das, was dir da dazwischen kommt oder während diesem Treffen so plötzlich kommt, ist die innere Kraft, die innere Wahrheit, die dir klar macht, verkaufe dich nicht unter deinem Wert, sprich, tue nicht das für andere, was du für dich selbst nicht tun würdest. Das dir sagt, du bist nicht das, was man von dir denkt, dass du bist. Und dann, über Nacht, ist es plötzlich da. Das, was unbewusst immer in dir geschlummert hat, dich begleitet hat, weil es ja zu dir gehört. Es ist da. Wie gehst du damit um? Ist es eine Erkenntnis? Ist es eine Potenzialentfaltung? Ist es die Fülle der klaren Sicht? Ist es die Alchemie in dir, die sagt, geh weiter, entdecke, es ist ein Abenteuer. Warum lässt du dich aufhalten? Warum bleibst du dort stehen, wo andere dich haben wollen? So eine Angst, lieber Zwilling, man kann schon sagen, so eine Versagensangst, wenn man nicht tut, was von einem verlangt, auf das man vielleicht aus der Community ausgebotet wird. Doch du solltest dir klar machen, dass diese Angst dein Licht dimmt und dir alle Motivation nimmt, auf Entdeckungsreise zu gehen. Eine junge männliche Energie, ganz egal, ob du weiblich oder männlich bist, wird dich mitreißen wollen und sagen, komm mit mir ins Abenteuerland. Machen wir das zusammen.
Und dies kann sich natürlich auf ganz verschiedene Art und Weise beim jedem präsentieren. Sei es, dass es dir wirklich jemand wörtlich sagt und so kommuniziert mit dir. Sei es, dass du irgendein Projekt siehst von einer jungen männlichen Energie gestartet, was dich total in den Bann zieht. Erlaubst du es dir? Was ist wichtiger? Das Bild von dir zu bedienen, das andere haben? Oder lieber einen Tag darüber meditieren und der Sonne entgegenzugehen, indem du dein eigenes Abenteuer erlebst und auf Entdeckungstour gehst. Wo bleibt die Vision? Ein Wasserzeichen, Fisch, Krebs, Skorpion wird dich daran erinnern, dass du einst eine Vision hattest. Es geht alles so schnell, lieber Zwilling. Echt überfordernd. Wir machen weiter im Extended und schauen, wie dein Leben bunter und bunter und leichter wird. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!